Packen Sie das ein. Ich werde es der Fürstin zukommen lassen. Kann ich dich kurz sprechen? Natürlich. Du hast mir und Elisabeth gerade einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Das tut mir leid, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich schon. Elisabeth und ich haben beschlossen, dass wir deine Kündigung nicht akzeptieren werden. Carla, ich sitze immer zwischen allen Stühlen. Ich bin hier Bedienstete und mit dir zusammen. Ich ertrage das nicht auf Dauer, wenn immer alle ihre Köpfe zusammenstecken und über uns tuscheln. Aber Stella, du bist die beste Verwalterin, die wir je hatten. Ja, und was ist mit deinem Bruder? Für ihn bin ich doch die ideale Angriffsfläche. Lass Ansgar meine Sorge sein, ja? Und jetzt hör mir mal zu. Wir werden jetzt eine Vereinbarung treffen, die uns erlaubt, dass wir beruflich und privat miteinander umgehen können. Carla, das ist doch kindisch. Ich kann mir einfach nicht erlauben, auf dich zu verzichten. Weder beruflich noch privat. Und deshalb werden wir jetzt Regeln aufschreiben und uns dran halten. Irgendwelche Vorschläge? Nein, ob ich als Schlossverwalterin auftrete oder als die Frau an deiner Seite. Sonst noch was? Keine Intimavancen innerhalb der Schlossräume. Echt? Ja, schon gut. Zufrieden? Dann ist jetzt alles klar, ja? Du ziehst deine Kündigung zurück? Wenn wir uns streng dran halten, Job und Privatleben sauber trennen. Ja. Gott sei Dank. Paragraph 7. Keine Avancen in den Schlossräumen. Da fällt mir ein, der Trakt, der gehört gar nicht zum Schloss, weil der wurde viel später dazugebaut. Dann müssen wir das anders formulieren. Können wir das auf später verschieben? Danke. Danke. Elisabeth? Was ist? Jetzt ist es soweit. Ganz offiziell. Bringen Sie der Gräfin bitte ein Glas Wasser. Bin ich nicht mehr. Aufgrund der Tatsache, dass Franziska von Lahnstein geboren ist die Ehe mit Johannes Gustav Friedrich Graf von Lahnstein annulliert. Na, das sage doch noch mal einer, unsere Behörden seien nicht auf Zack. Ja, bei Betrügereien mit Adelstiteln reagieren Beamte ziemlich allergisch. Mach dir doch nichts draus, Elisabeth. Brandner ist zwar kein wirklich schöner Name, aber irgendwie passt er besser zu dir. Komm. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Lass, Carla, bitte. Im Grunde genommen wussten wir alle, dass es so weit kommen würde. Elisabeth, das können Sie nicht einfach tun. Bitte. Das ist sehr lieb von dir, aber sei mir bitte nicht böse. Ich möchte jetzt gerne alleine sein. Ich weiß, du wolltest allein sein, aber Komm ruhig rein, Carla. Elisabeth, ich habe dir das schon so oft gesagt. Ganz egal, was passiert. Du gehörst zu unserer Familie. Ich weiß. Danke, Carla, und das tut mir auch sehr gut. Ich muss nicht Lahnstein heißen, um zu euch zu gehören. Ihr seid meine Familie. Weißt du, es ist dieser Satz, dass die Ehe mit deinem Vater das war nicht einfach für mich, als Franziska hier plötzlich aufgetaucht ist. Nicht so sehr, weil sie mir meine Position streitig gemacht hat. Das verkrafte ich schon. Siehst du?
Da haben wir was gemeinsam. Ich musste meinen Platz auch räumen. Aber dass sie sich hier so selbstverständlich als Johannes Witwe aufgeführt hat, ohne darüber nachzudenken, dass er auch ein Leben und eine Ehe mit mir hatte, das hat mich getroffen. Wir alle wissen, wie viel du ihm bedeutet hast. Trotzdem, Carla. Hier steht es schwarz auf weiß. Ihre Ehe wurde annulliert, als hätte es sie nie gegeben, verstehst du? Aber das hier, das ist nur ein Wisch von einem Anwalt, von einem Notar, der keine Ahnung hat von euch, der nicht wusste, wie sehr ihr euch geliebt habt. Ja, wahrscheinlich. Wenn eins sicher ist, dann, dass eure Liebe über diesen Wisch erhaben ist. Das ändert nichts daran. Ich muss mit meinem Leben hier abschließen und mir ein neues aufbauen. Aber warum denn? Wer sagt denn das? Keine Sorge, Carla. Ich schaff das schon. Ritterschwert. Na, das ist aber gar kein attraktiver Anblick. Ich finde, Frauen in deinem Alter sollten sich ein bisschen besser im Griff haben. Lass mich einfach in Ruhe. Es ist mir übrigens gelungen, Hannes davon zu überzeugen, dass es besser ist, wenn er sich von dir fernhält. War gar nicht so einfach, so wie er an dir hängt, aber irgendwann hat er eingesehen, dass du einfach nicht zu uns gehörst. Tja, vielleicht möchtest du dem Ganzen ja auch selbst ein Ende setzen. Wäre sicherlich die sauberste Lösung. Du bist wirklich das Allerletzte. Schön. Wenn du dir das Ganze hier noch weiter ansehen möchtest. Ich fürchte nur, ich bin dafür einfach zu sensibel. Macht dir das wirklich Spaß? Tja, so bin ich eben. Autsch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es tut mir einfach leid. Ansgar ist so ein... Lass, Carla. Er hat recht, ich gehöre nicht zur Familie. Das stimmt nicht. Du gehörst sehr wohl zur Familie. Nein, Carla. Weder bist du meine Tochter, noch ist Hannes mein Enkelsohn. Aber das ist egal. Er liebt dich trotzdem. Ja, das wird Ansgar schon zu verhindern wissen. Willst du jetzt klein beigeben? Du bist die Frau, die Johannes geliebt hat. Und deswegen gehörst du für alle Zeiten zur Familie. Das sehe nicht nur ich so, das sieht Leonard so und Konstantin auch. Und Ansgar wird nichts dagegen tun. Er hat das Zepter in der Hand und eure Mutter an seiner Seite. Das sollte dir egal sein. Ist es aber nicht. Ich kann nicht mehr. Seit euer Vater nicht mehr da ist, kämpfe ich gegen Ansgar. Und wohin hat es mich gebracht? Das ist wie Schattenboxen. Aussichtslos. Johannes Gustav Friedrich von Lahnstein, sind Sie gewillt, die hier anwesende Elisabeth Brandner zu ihrer rechtmäßig angetrauten Ehefrau zu nehmen? Dann antworten Sie bitte klar und vernehmbar mit Ja. Ja. Nun frage ich Sie, Elisabeth Brandner, sind Sie gewillt, den hier anwesenden Johannes Gustav Friedrich von Lahnstein zu Ihrem rechtmäßig angetrauten Ehemann zu nehmen? Dann antworten Sie bitte klar und vernehmbar mit Ja. Ja. Die Firma, das Schloss. Die ganze Verantwortung, das schaffe ich nicht. Johannes hätte dich nicht als Erbin eingesetzt, wenn er dir das nicht zutrauen würde. Johannes will nun einmal, dass du seine Nachfolgerin wirst und nicht Ansgar.
Elisabeth, geht's dir besser? Ja. Hast du einen Moment? Natürlich, bitte. Ich habe mit Sebastian über Ansgar gesprochen. Heißt das, du kämpfst weiter? Sebastian meint, ich könnte deinen Bruder wahrscheinlich dazu zwingen, mir eine Abfindung zu zahlen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Das will ich aber gar nicht. Aber steht dir zu. Es geht mir aber nicht ums Geld. Ich möchte, dass Johannes letzter Wille erfüllt wird. Carla, du bist die rechtmäßige Leiterin der Holding. So wollte es dein Vater. Das interessiert im Moment niemanden. Doch, mich. Und dich sollte es auch interessieren. Hast du nicht gesagt, gegen Ansgar zu kämpfen, das ist wie Schattenboxen? Es bringt nichts. Ich habe mich geirrt. Wir dürfen den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken. Wir müssen einen Weg finden, Ansgar zu entmachten. Das sind wir Johannes schuldig. Ich frage mich wirklich, wo du deine Stärke hernimmst. Das ist normalerweise mein Text. Elisabeth, ich kann nicht mehr. Ich bin müde, ich bin erschöpft. Carla, das kann ich gut verstehen, aber wir dürfen nicht aufgeben. Nicht bei Ansgar. Jemand wie er darf nicht siegen. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Bitte, Carla, du darfst jetzt nicht kapitulieren. Dann hätte Ansgar genau das erreicht, was er immer wollte. Wir werden einen Weg finden, ganz bestimmt. Ja, wie soll der denn aussehen? Ansgar hat alle Trümpfe in der Hand und wir haben nichts. Wir sind ihm ausgeliefert. Und genau das hätte Johannes nicht geduldet. Niemals. Egal, ob Ansgar alle Gesetze dieser Welt hinter sich hat. Moralisch sind wir im Recht und dafür müssen wir kämpfen. Auch jetzt, wo Leonhard nicht hier ist. Wir müssen doppelt stark sein. Ich will nicht stören. Dana hat gerade angerufen, sie kommt heute nicht. Sie ist erkältet und will Sophia nicht anstecken. Gut, ja, das ist auch besser so. Danke. Dann werde ich alle Termine absagen. Aber ich könnte doch auf die Kleine aufpassen. Sicher? Ich habe heute meinen freien Nachmittag. Ich würde mich riesig freuen, ein bisschen mehr Zeit mit Sophia zu haben. Du hast recht. Wir dürfen nicht aufgeben. Auf keinen Fall. Trotz des kürzlich erfolgten Führungswechsels nach wie vor erheblichen Herausforderungen. Deswegen möchte ich Sie bitten, für Ihre Abteilung eine Effizienzanalyse zu erstellen. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Je später, desto lieber. Meinetwegen hätte es auch ganz wegbleiben können. Ach, ich hatte noch zu tun, Ansgar. Tut mir leid, aber es war mir ein Herzenswunsch, da es doch immer wieder so unterhaltsam mit dir ist. Ach, sag mal, was macht eigentlich Elisabeth Brandner hier? Ganz einfach. Elisabeth von Lahnstein ist ab heute meine persönliche Assistentin. Na, sieh mal einer an. Wir sanieren also die Lahnstein Holding dadurch, dass wir Sozialfälle beschäftigen. Bin ich ja froh, dass ich Sie, meine Herren, wenigstens aufgrund Ihrer Qualifikation eingestellt habe. Apropos, wolltest du nicht noch etwas bekannt geben? Ja, in der Tat. Ich habe meiner Gattin den Immobilienzweig der Lahnstein Holding übertragen. Ich danke meinem Mann für sein Vertrauen in meine Fähigkeiten und freue mich auf die neue Herausforderung. Immerhin habe ich einen der größten und wichtigsten Geschäftszweige der Lahnstein Holding übernommen. Ansgar, was soll das? Ich weiß gar nicht, wovon sie redet. Du etwa? Nein, ich weiß auch nicht. Du weißt ganz genau, wovon ich rede. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von einem meiner wichtigsten Geschäftspartner. Und? Ja, was und? Er wollte seine Gemäldesammlung dem Auktionshaus in Kommission geben. Und was machst du? Ja, richtig. Ich habe ihm abgesagt. Darüber regst du dich so auf? Ansgar, das kannst du nicht über meinen Kopf hinweg entscheiden. Das ist mein Geschäft, mein Aufgabenbereich und mein Kunde. Möchtest du einen Kaffee? Ich will, dass du Herrn Brockmann jetzt anrufst und das rückgängig machst. Carla, ich erkläre dir das gern nochmal. Ich bin jetzt dein Chef. Ich entscheide, was ich will, wann ich es will und warum ich es will. Das bedeutet übrigens auch, ich könnte deine Entscheidung überprüfen, ändern oder rückgängig machen. Ganz wie es mir beliebt. Das ist hart, Carla, aber du wirst dich dran gewöhnen. Halt den Mund. Ansgar, ich werde nicht zulassen, dass du so mit meiner Arbeit umgehst.
Schwesterchen, ich fürchte, dir wird nichts anderes übrig bleiben. Meine Aufgabe hier ist es, ein verantwortungsvoller Chef zu sein. Und das tue ich. Nach meinen Regeln. Tja, als neuer Chef der Holding steht ihm das seiner Ansicht nach zu. Ja. Das bedeutet aber auch, dass er alles kaputt macht, was Vater aufgebaut hat. Und du. Dass es der Holding so gut geht, ist auch dein Verdienst. Ja, nur leider interessiert das Ansgar überhaupt nicht. Wollen wir mal hier rumschieben? Sophia, komm. Hallo, ihr zwei. Oh, schau mal. Da ist ja die Mami. Ich bin dann mal oben. Bis später. Schön, dass du da bist. Ist alles gut gelaufen? Lass uns nicht drüber reden. Wir spielen jetzt erstmal ein bisschen weiter. Wenn ich überhaupt mitspielen darf. Aber natürlich. Was hast du heute überhaupt mit Sophia gemacht? So früh habe ich sie schon lange nicht mehr ins Bett gebracht. Wir sind ziemlich rumgetobt. Du hättest mal Justus Gesicht sehen sollen. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, Carla, du wirkst ein bisschen angesäuselt. Geht's dir gut? mir geht's hervorragend, danke. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich euch beide vergessen habe. Uns vergessen? Oh, das wäre keine gute Idee. Naja, du solltest vielleicht nicht so hart sein mit Carla. Ich glaube, sie hatte einen ganz anstrengenden Tag. Und er fällt ja schließlich nicht so oft, dass man endgültig entmachtet wurde. Naja, irgendjemand vom Personal wird sie schon finden, der sie tröstet. Lass Stella da raus. Stella habe ich gar nicht gemeint. Gibt doch einige attraktive Frauen unter dem Gesinde. Was meinst du? Na, bei Carlas wenig elitären Geschmack wird sich da bestimmt jemand finden. Hast du Lust auf eine DVD? Ja. Carla, warte mal. Ich mache den Vorschlag zur Güte. Schau mal, jetzt, wo du privat so glücklich bist, da macht es doch eigentlich gar keinen Sinn, dass du deine Zeit im Büro verbringst. Wo doch das Leben so viel Schönes zu bieten hat. Komm zum Punkt. Ja, Gemach, Gemach. Schau mal, uns wäre doch allen damit gedient, wenn du und deine kleine Freundin, ich meine, wenn ihr beide euch ein kleines Häuschen kauft, ein paar Kinder adoptiert und Biogemüse züchtet. Na schön, das mit dem Biogemüse war ein Witz. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich hier so einfach das Feld räume. Hm? Carla, ich finde, du solltest dir das überlegen. Ich würde dich voll auszahlen. 25% der Holding. Das ist ein ganz nettes Sümmchen. Weißt du was? Ich bleib hier. Ich werde verhindern, dass du alles kaputt machst, was andere mühevoll aufgebaut haben. Da kannst du Gift drauf nehmen.